Hallo zusammen, ich freue mich, dass ihr da seid. Heute möchten wir gemeinsam die Decke fertigstellen. Wir möchten den Boden auf die Rückseite unseres Tops setzen. Wir möchten das Binding abschließen, um dann endlich unser Set fertig zu haben. Wir arbeiten ein klassisches Binding mit einer kleinen abgesetzten Kante und einer Ecke im 45-Grad-Winkel. Nahtanfang und Nahtende möchten wir in einer schräg laufenden Naht verstecken, sodass wir später nicht sehen können, wo wir denn mit unserem Quilt angefangen haben. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke, wir legen los. Um unsere Meditationsdecke fertigzustellen, brauchen wir zunächst einmal einen Hintergrundstoff. Ich verwende dafür einen wasserabweisenden, regendichten Stoff. Zunächst hatte ich einen blauen Stoff ausgewählt. Das gefällt mir doch besser. Aus dem Stoff für unsere Decke und aus dem Stoff für unsere Mitte arbeiten wir nun unser Binding. Dazu schneiden wir uns aus beiden Stücken Stoffstreifen. Wir möchten ein Binding mit einer in Leinen abgesetzten Kante arbeiten. Das heißt, wir brauchen unterschiedlich breite Streifen. Aus meinem Leinenstoff schneide ich mir einen Streifen von 7 cm Breite zu. Dazu legen wir unsere Webkanten genau aufeinander. Schlagen den Stoff noch einmal um. Wir schneiden von Webkante zu Webkante. So, ich drehe mir den Stoff einmal zur anderen Seite. Wir richten unseren Stoff gerade aus. Wir schauen, dass die obere Stoffkante gerade liegt, schauen, dass es hier unten nicht verrutscht. Wenn das gut ist, schneiden wir eine schmale Kante ab. An diese Kante legen wir nun unser Lineal an. Unsere 7 cm Marke liegt an unserer gerade geschnittenen Linie. Wir kontrollieren, ob unser Lineal gerade liegt und ob unser Stoff gerade liegt. Wenn das alles stimmt, schneiden wir einmal zu. Für meine Decke brauche ich 4 Streifen. Mit unserem Kunstleder verfahren wir ganz genauso. Wir legen die Webkanten aufeinander, wir schlagen das einmal doppelt, wir richten das Ganze gerade aus, schneiden die äußere Kante einmal genau gerade ab. Wir achten darauf, dass unser Lineal nicht am Kunstleder kleben bleibt und uns das Ganze hier verschiebt. Und wir schneiden einmal die äußere Kante ab. Bei unserem Kunstleder brauchen wir eine Breite von 5 cm. Wir legen die 5 cm an der gerade abgeschnittenen Kante an, richten unser Lineal erneut aus und wir schneiden zu. Von meinem Kunstleder brauche ich 4 Bahnen à 5 cm. Wenn wir unsere 4 Bahnen zugeschnitten haben, möchten wir sowohl unser Kunstleder als auch unseren Leinenstoff jeweils zu einer langen Bahn zusammennähen. So, wir möchten, dass es nahtlos ineinander übergeht. Wir möchten aber eine schräg laufende Naht, damit wir nicht zu viel Nahtzugabe an einer Stelle haben. Das heißt, wir legen das Ganze einmal über Kreuz und nähen von einem Punkt zum nächsten. Wenn wir das haben, schlagen wir das um und unser Stoff liegt gerade. Das probieren wir an der Nähmaschine. Wir legen den ersten Lederimitatstreifen gerade hin. Unser zweiter Lederimitatstreifen soll ganz genau anschließen, das heißt, beide rechten Seiten sollen nachher oben liegen. Wir möchten nur keine gerade Naht, wir möchten eine schräg verlaufende Naht. Das heißt, wir schlagen unseren Anschlussstreifen einmal schräg um, sodass das Ganze in einem rechten Winkel weiterlaufen würde. Nun legen wir beide Enden einmal so übereinander, dass unsere Webkanten außerhalb der Naht liegen. Wir legen also nicht die beiden Webkanten übereinander und wir schauen, dass wir es ganz genau rechtwinklig angelegt haben. Wenn wir das haben, möchten wir eine Naht von diesem Eckpunkt bis zur unteren Linie ziehen. Das könnten wir uns, wenn wir wollten, markieren. Wir legen ein Lineal an, schauen, liegt das Ganze im rechten Winkel. Das tut es. Nun möchten wir eine Linie von dem oberen Eckpunkt zum unteren Eckpunkt nähen. Die können wir uns einmal einzeichnen. Das Ganze können wir nun einmal mit dem Finger festhalten und unter die Maschine schieben. Wenn uns das zu ungenau ist, können wir entweder einen Clip nehmen und den ansetzen, so dass wir beide Stoffe greifen. Oder aber wir setzen eine Stecknadel auf den äußeren Bereich, den wir sowieso abschneiden. Hier könnten wir jetzt einfach durch unser Kunstleder durchstechen, weil wir in dem Bereich stechen, in dem sowieso abgeschnitten wird.
Wenn wir das haben, legen wir das einmal unter unsere Nähmaschine und wir nähen vom oberen bis zum unteren Punkt eine gerade Naht. Ich habe hier eine 70er Nadel eingesteckt, eine 80er wäre auch ganz wunderbar. Ich habe normales Alles-Nähgarn gewählt, eine Universalnähnadel und meine Stichlänge habe ich auf 2 eingestellt. Mit dieser Einstellung nähe ich einmal vom oberen Ende, ich halte meine Fäden fest, so, und jetzt nähe ich einmal meine Naht entlang. Ich habe das Füßchen mit dem Obertransport gewählt, weil wir mit Kunstleder arbeiten. Wir schneiden die Fäden ab, haben die Nadel entfernt und schlagen das Ganze nun einmal über. Wenn das gut sitzt, kürzen wir unsere überstehenden Enden auf knapp 1 cm zurück. Dazu können wir wieder den Rollschneider nehmen oder wir schneiden das einfach mit der Schere ein. Schlagen das Ganze um und entfernen unsere obere Ecke. Das gleiche machen wir mit unserem Leinenstoff. Auch das wiederholen wir mit allen Bahnen. Wenn wir das haben, nehmen wir unseren Leinenstreifen, legen ihn mit der rechten Seite längs vor uns ab. Wir nehmen unseren Kunstlederstreifen und legen ihn mit der rechten Seite auf unseren Leinenstreifen. Unsere Schnittkanten liegen an der rechten Seite genau bündig übereinander. Das Ganze schieben wir unter unsere Maschine und sie liegen so unter dem Füßchen, dass sie genau mit der linken Kante von dem Fensterchen abschließen. So möchte ich das jetzt gerne einmal zusammennähen. Ich habe wieder die Stichlänge von 2 und ich nähe los. Wir brauchen das Ganze nicht zu vernähen am Anfang und am Ende. Wir schneiden sowieso. Unser Kunstleder und unser Leinenstoff haben eine unterschiedliche Stoffbreite. Das heißt, unsere Nahtzugaben kommen versetzt unter die Maschine. Wir haben die Nahtzugabe dadurch gut verteilt. Aus diesem Grund nähen wir zuerst alle einzelnen Leinenstreifen zusammen, nähen dann alle einzelnen Kunstlederstreifen zusammen und erst im nächsten Schritt nähen wir beide Streifen aneinander. Hier ist jetzt die Nahtzugabe von unserem Leinen. Und ein Stück versetzt folgt die Nahtzugabe von unserem Kunstleder. Das arbeiten wir die ganze Bahn lang. Wenn wir das haben, gehen wir zurück an unseren Arbeitsplatz und setzen das Sandwich für unsere Meditationsdecke zusammen. Nun legen wir alle 3 Sandwichlagen unserer Meditationsdecke zueinander. Wir haben schon unser Thermolan an unser Kunstleder gequiltet. Nun möchten wir die untere wasserabweisende Lage, ohne sie zu quilten, also ganz lose, gegen unsere beiden Schichten setzen. Alternativ kam der Vorschlag, dass wir anstelle dieses Regenjackenstoffs auch eine beschichtete Baumwolle nehmen können. Das ist sehr gut, das geht ganz wunderbar. Die Idee möchte ich gerne weitergeben. Wir schneiden das Ganze nun zurück. Ich habe mein Thermolan und mein Kunstleder schon gerade zugeschnitten. Nun muss ich nur noch den Unterstoff kürzen. Ich lege also mein Lineal an, schaue, dass das alles gut passt und schneide die untere Lage. Achte darauf, dass es hier auch unter meiner Decke gut liegt. Wenn ich das habe und mir da sicher bin, dann lege ich mein Lineal an und schneide das Ganze einmal zu. Diese nun zugeschnittenen Lagen möchte ich sehr sicher zusammenfassen. Ich kann, wie wir das kennen, Clip nehmen und sie stecken. Das ist gar kein Problem, das funktioniert ganz wunderbar. Ich möchte keine Nadeln hineinsetzen, nicht, dass ich nachher eine Nadel zu weit nach außen gesteckt habe. Alternativ zu unseren Clipsen können wir auch solche Metallclip verwenden. Wir öffnen die einmal ein bisschen, so, greifen einmal mit dem Finger hinein und schieben das einmal auf unsere 3 Lagen. Schieben das einfach durch und haben dann ein bisschen mehr Halt, als uns dieser Clip geben würde. Das finde ich bei lose liegenden Stofflagen sehr angenehm. Wenn wir das haben, schaut das so aus. Wir haben unsere 3 Lagen übereinander, haben das Ganze gesichert mit Metall- oder Kunststoffklipsen.
Nun möchten wir unser Binding nur noch außen um unser schon vorbereitetes Top legen. Wir haben die kurze Kunstlederbahn und wir haben die breitere Leinenbahn. Das Ganze schlagen wir auf. Wir lassen die Nahtzugabe zur Leinenbahn wandern und schlagen unser Leinen über unser Kunstleder. Fühlen, ob unsere Nahtzugabe wirklich vernünftig liegt. Tut sie. Wenn wir das haben, dann setzen wir das Ganze mit einem Clips zusammen. Das machen wir über unsere ganze Bahn. Wir setzen in recht kleinen Abständen immer einen Clip. Wir können weder bügeln, noch können wir stecken. Das heißt, der Clip hält unser Binding genauso, wie wir das später einsetzen möchten. So vorbereitet stecken wir das nun an unser Quilttop. Wir möchten den Anfang noch hier an unserem Arbeitsplatz stecken. Wir schlagen unsere Decke einmal um mit der schwarzen Seite nach oben. Diese Binding-Seite soll nachher hier oben zu sehen sein. Das heißt, sie muss nun einmal unter unserer Decke verschwinden. Wir setzen also unser Kunstleder an unseren Futterstoff und diese vielen Lagen stecken wir nun einmal zusammen. Lasst am Anfang wirklich so 20 cm unvernäht. Und ich beginne gleich mit meiner Naht bei diesem ersten Clip. Wenn wir am Ende ankommen, dann möchten wir das Ganze gut 20 cm übereinander stehen lassen, damit wir da ganz ohne Probleme unseren Abschluss arbeiten können. Nun setzen wir zunächst einmal die ersten Clip bis zur ersten Kurve. Unser ganzes überhängendes Band können wir entweder lose liegen lassen. Ich lege das Ganze gerne in ein Körbchen, damit sich das wie von alleine gleich abrollen kann und nicht verwurstelt. So vorbereitet nehmen wir das mit an die Nähmaschine und wir fangen an. Wir haben gesagt, wir möchten am Ende ein großes Stück frei stehen lassen. Das heißt, wir schieben das jetzt mal so ein bisschen weiter. Hier ist mein Startpunkt. Hinter diesem Punkt möchte ich beginnen. Also schiebe ich das Ganze einmal unter mein Füßchen. Ich halte das jetzt ein bisschen breiter. Ich halte jetzt die Außenkante von meinem ohnehin schon breiten Füßchen genau parallel zur äußeren Kante meines Sandwiches. Dann habe ich beide Greifer, die mir den Stoff weiterschieben und ich habe relativ hohe Sicherheit, dass das Ganze auch schön gerade unter der Maschine läuft. Wir senken das Füßchen ab. Daran sollten wir denken, das ist nicht immer ganz so klar. Wenn man so viele Lagen hat, dann sieht das schnell schon abgesenkt aus. Hier beginne ich meine Naht ohne zu vernähen. Ich halte einfach nur meine beiden Fäden fest, habe wieder meinen Zweierstich und ich lege los. Schaue immer, dass es gerade liegt, kontrolliere zwischendurch. Achte darauf, dass meine Nadel im Stoff steckt, wenn ich diese großen Clip herausziehe. Ich halte meinen Stoff fest und schiebe die einfach nach außen weg. Das geht ganz wunderbar. Halte alles wieder gut fest und nähe weiter. Jetzt komme ich langsam ans Ende meiner ersten Seite. Hier möchte ich jetzt nicht genau bis zum Ende der Seite nähen, sondern ich möchte ein Stückchen vorher aufhören. Meine Naht ist etwa 1 cm breit. Ich höre hier also 1 cm vor Ende meiner Naht auf. Wenn ich mag, kann ich mir das markieren. Ich nähe genau bis zu diesem Punkt. An dem Punkt angekommen verriegel ich. Ich kann das Ganze jetzt unter der Nähmaschine wenden, ohne das abzuschneiden. Ich nehme lieber meinen Stoff einmal komplett unter der Nähmaschine hervor. Das heißt, wir heben das Füßchen und ziehen einmal. Schneiden die Fäden und legen die schon wieder nähbereit zurück. Hier möchte ich jetzt um die Kurve kommen. Zunächst einmal nehme ich mein Band und schlage das zurück. Und zwar genau bis zur Ecke. Ich achte darauf, dass ich hier eine gerade Seite habe. Wenn ich das habe, halte ich das fest, schlage mein Band wieder zurück. So.
und achte jetzt darauf, dass ich hier ebenfalls eine gerade Seite habe. Wenn ich das habe, sichere ich mir das sofort. Hier jetzt mit Clip, weil es besser ist. Ich möchte nicht hier diesen Verzug haben. Wenn ich das habe, dann löse ich nochmal und lege mir das nochmal genau richtig hin. Ich möchte hier beide Stofflagen genau gerade abschließend haben. Jetzt sieht das gut aus. Sichern, bevor es wieder abhaut. So gesichert kann ich meine nächste Naht beginnen und die nächste Naht beginne ich ganz am Anfang und nähe einfach weiter durch. Wir legen das gerade an. Alle Schnittkanten der Stofflagen liegen wieder übereinander und wir nähen nun vom Anfang an. Schieben das unter. So, und hier können wir ein bisschen vernähen. Ein bisschen vor, ein bisschen zurück und wir nähen die nächste Bahn lang. Ich stecke mir gerne die Clip, die ich an mein Binding gesetzt habe, um das zusammenzuhalten, nochmal mit an alle Lagen. Wenn alles richtig liegt, nähen wir weiter. Unsere letzte Bahn nähen wir auch nur bis zu einem quergestellten Clip, dass wir ein großes Stück noch nicht vernäht haben. Auch hier, wenn wir an dem Clip ankommen, verriegeln wir wieder. Am Clip und verriegeln. Das Ganze holen wir nun unter der Nähmaschine heraus. Wir möchten unser Binding nun schließen mit einer schräg gesetzten Naht. Zunächst einmal schlagen wir unser Binding auf und messen die Gesamtbreite. Das sind 10,5. Schlagen das noch einmal zu. Unsere zweite Seite soll nun ganz genau darin verschwinden. Wir legen unseren Stoff gerade, legen das genau aus. Nun schauen wir, 10,5 cm ist unser Binding breit. Hier ist die Anlagestelle, hier sind 10,5. Dann geht das Ganze bis hier. 10,5 wäre hier. Wir öffnen unseren Streifen und tragen hier jetzt einmal die Linie ab. So, legen das hier gerade an. Wo ist meine Linie? Wo war sie? Da. Legen das hier oben gerade an. Schauen, dass es unten gerade liegt. Wenn wir das haben, ziehen wir einen Strich. Ziemlich brutal auf der rechten Seite. Wir schneiden das noch nicht ab. Wir nehmen das erstmal als Maß. Unsere erste Seite schlagen wir auf, nehmen unsere Leinenseite und kippen das Ganze einmal zu uns. Unsere zweite Seite schlagen wir genau gleich auf und auch das kippen wir zu uns. Unsere gemalte Linie drückt sich ein bisschen durch. Tragen wir mal jetzt auf diese Seite. Diese beiden Seiten möchten wir nun übereinander legen, in einem rechten Winkel. Das heißt, wir schieben das Ganze jetzt ein bisschen zusammen und schauen, ich kippe das mal, ich mache mir hier mal eine Klammer, so, und kippe das Ganze mal zur anderen Seite, damit wir das hier sehen können. Hoppla. Hier ist unsere Linie, hier legen wir das an, richten das Ganze aus, stecken das mal eben fest. Wir haben beide Binding-Seiten rechts auf rechts aufeinander. Wir haben sie genau im Quadrat übereinander gelegt. Nun brauchen wir sie nur noch zusammennähen. Und zwar fangen wir von der unteren rechten Seite an und nähen zur oberen linken Seite. Diese Linie nähen wir einmal lang. In unser Leinen können wir zusätzlich eine Nadel stecken und das Ganze nähen wir jetzt einmal unter der Maschine. Nehmen das, halten das gut fest, legen unseren Quilt zur Seite, den brauchen wir nicht. So, und haben jetzt hier einmal unser Stück, das wir nähen möchten. Wir haben das gut gesteckt, sodass wir das nun noch nachvollziehen können. Unseren Quilt legen wir zur Seite. Wir möchten nur dieses Quadrat haben. Achtet darauf, dass die Decke nicht so zieht, dass ihr die ein bisschen so platziert, dass sie euch nicht stört. Und alles, was wir jetzt wahrnehmen möchten und sehen möchten, ist dieses eine Quadrat. Wir blenden den ganzen Quilt einfach aus. Und wir sehen hier unsere Naht. Und diese Naht nähen wir einmal lang. Achten darauf, dass es gerade liegt. So, dass es auch nachher gut passt. Legen das unter. Wenn ihr mögt, könnt ihr das mit einem groben Stich vornähen. Ich mache das hier nicht wegen der Kunstlederschicht. Ich nähe jetzt direkt
mit der Nadelstärke 2 einmal die Bahn. Hier können wir am Anfang und am Ende verriegeln, wenn wir uns sicher sind, dass es stimmt. Wir entfernen die Nadeln und unsere Clip und ziehen einmal und sehen schon, das passt. Das ist wunderbar, das können wir dann zurückschneiden. Das heißt, wir schlagen das noch einmal auf und schneiden hier einmal unsere Nahtzugabe zurück. Das ist unsere Nahtzugabe, das ist unsere Nahtzugabe, das ist unser Quilt. Wir schneiden auf der Seite. Ziehen das Ganze einmal lang. Und siehe da, es legt sich ganz genau richtig und ihr habt die richtige Länge, alles passt. Legen das ineinander, hoffen, dass es hier auch passt. Naja, das Ganze stecken wir nun wieder vernünftig zusammen. Und wenn wir das gesteckt haben, legen wir das erneut unter unsere Maschine. Und wir schließen die Naht. Hier verriegeln wir wieder ein bisschen und nähen den Abschluss. Und verriegeln auch hier. Wir haben unser Binding einmal an unseren Quilt genäht und zwar von der Rückseite. Das Ganze möchten wir nun einmal überschlagen. Wir ziehen es zur Seite weg, drehen unsere Decke um, lassen die Nahtzugabe zum Binding stehen. Wir schlagen die nicht zur Decke, die bleibt zum Binding stehen und legen unser Binding über unseren Quilt. Das machen wir reihum. Wir drehen also unsere ganze Decke mit der Vorderseite nach oben, ziehen unser Binding zur Seite weg, schlagen das über und nähen im Nahtschatten. Dabei achten wir darauf, dass wir unsere lose gefasste Decke nicht wie gerade hier mitfassen, sondern achtet darauf, dass ihr die auch wegstreicht. Das Ganze kann nicht mehr verrutschen. Ich stecke das hier nicht. Wenn ihr mögt, könnt ihr das stecken, aber wir haben es gesichert. Legen das unter unser Füßchen und wir nähen. Hier verriegel ich am Anfang ein bisschen und ich nehme einen großen Stich. Ich nehme Stichlänge 3, nähe einmal rundum. Wenn ich mag, kann ich zwischendurch mit meinem Band nachmessen. Hier sind es 2 cm. Dann kann ich überall noch mal kontrollieren. Wir nähen erstmal bis zur ersten Ecke. An der ersten Ecke angekommen, möchten wir diese Ecke nun vernünftig legen. Wir schlagen einfach nur unser Binding, wir hatten das hier so doppelt. Das schlagen wir auseinander und kippen das zur anderen Seite und legen hier jetzt einmal unsere Ecke einfach gut hinein. Auf der Rückseite haben wir nun schon eine Gärungsnaht, die genau anschließt und die genau passt. Das möchten wir hier außen auch haben. Wir legen das also einmal genau lang und schlagen das Ganze nun um. Hier können wir, wenn wir mögen, einen Clip setzen und wir haben unsere Ecke gesichert. Der Leinenstoff passt genau, die Rückseite passt. Wir brauchen eigentlich nur noch die Ecke nähen. Dann machen wir das mal. Nähen genau bis zu diesem Punkt. Hier haben wir nun sehr viele Stofflagen übereinander mit Leinen und mit Kunstleder. Wir lassen unsere Nadel einmal im Stoff stecken, heben unser Füßchen hoch. Das habe ich jetzt hier nur von der einen Seite. Das reicht mir aber völlig. Das schiebe ich hier mal einmal unter. Das hilft mir schon. Und ich nähe weiter. Stich für Stich. Heb mein Füßchen hoch, drehe das Ganze unter meiner Maschine und kann nun weiter nähen. Langsam, das ist eine wirklich dicke Stelle.
So, und wir nähen weiter. Die ganze Bahn lang. Und wir nähen unsere Abschlussnaht einfach nur zu Ende. Am Ende verriegeln wir wieder und wir holen unseren Quilt unter der Maschine hervor. Geschafft! Unsere Decke ist fertig geworden und wir haben nun ein zusammenhängendes Set mit einem Kissen und einer Decke. Ob wir das nun zum Meditieren oder doch zum Picknicken nutzen, das schauen wir mal. Ich freue mich, dass ihr mitgemacht habt. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns nächsten Samstag wieder. Bis dahin, bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiternähen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!